Das ist schon wirklich großartig, dass eine Buchhandlung seit 150 Jahren existiert und auch im digitalen Zeitalter noch existiert und hoffentlich noch mal 150 Jahre leben wird. Wir haben heute natürlich was ganz Extraordinäres hier für Sie. Wir haben aus Australien extra herangeflogen über London Kate Morton, die hier als unser Gast auftritt, als Geburtstagsgast für Wittwer. Kate, welcome to this beautiful place on a sunny day or evening. Wir haben ja auch noch eine ganz wunderbare deutsche Stimme mit an Bord. Wir sind 3 Frauen in einem Boot, nicht ungefährlich. Wir haben Julia Fischer, die unendlich viele wunderschöne Hörbücher eingesprochen hat, die also wirklich eine der ganz großen Sprecherinnen ist. Herzlich willkommen, liebe Julia. Danke. Schön, dass du da bist. You start to write a new book and you're working on one at the moment to have a house on your mind. Almost the most important thing. For me, the house is more than a setting, it's a character in my book. Buildings are so much more than the bricks and mortar. They come to be imbued with the lives of the people who've lived within their walls. Seerosenblätter glänzten wie herzförmige grüne Fliesen auf der Wasseroberfläche, während die Blüten sich zum Himmel reckten wie winzige Hände. Die Luft über dem See war erfüllt von zahllosen winzigen Geschöpfen. Sie stand auf und wollte gerade nach den Hunden rufen, als etwas am anderen Ufer ihre Aufmerksamkeit erregte. Das Haus zog sie unwiderstehlich an. Es war verführerisch anzunehmen, dass das Haus leer stand. Sadie war jedoch oft genug zu Häusern von alten Menschen gerufen worden, um zu wissen, dass sich hinter einer solchen Fassade traurige Geschichten verbergen konnten. Theo had 3 big sisters and he loved them all, but this one was his favourite. "Come on, chubby wubby," his sister said, smudging kisses on the top of his head. "Let's go and look at the planes." They started down the stairs together, and his big sister's arms out wide as she pretended they were flying. And as they crossed the hall, he clucked laughter round his warm, wet thumb, just for the joy of being happy and loved and here and now. Clemmy schaute zu Theo hinüber, der mit einem Stöckchen im Uferschlamm herumstocherte. Und jetzt kam ihr ausgerechnet diese eine Sache wieder in den Sinn, über die sie auf gar keinen Fall nachdenken wollte. Wenn sie doch bloß früher nach Hause gegangen wäre, wenn sie bloß nicht auf die Idee gekommen wäre, durch den Wald und am Bootshaus vorbeizugehen. Das Geräusch des Rasenmähers riss Clemmy aus ihren Gedanken. Definitely, I can safely say the first time I have ever done a book reading in a boat with the entire audience sitting in boats as well, and it was amazing. I actually had to keep almost pinching myself when I was sitting in the boat because I was looking out at this most incredibly beautiful setting and all the sort of happy boating people, and I thought this is amazing. I have a very good job.